Hey, heute will ich ein bisschen darüber quatschen, was uns in der Beta eigentlich für Content erwartet und was wir da alles testen können. Yui, 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 yui! Dazu habe ich mal einen Ausschnitt aus einem Video von Simon mal hier auf dem Bild. Als kurze Erinnerung, ihr müsst euch bis zum 14. Mai angemeldet haben, wenn ihr an der Closed Beta teilnehmen wollt. Dieser zweite Teil ist mittlerweile nochmal bestätigt worden. Es sieht alles sehr stark danach aus, dass die Beta tatsächlich am 19. beginnen kann. Und hier ist so der Content aufgelistet, den wir haben werden. Es soll in dieser ersten Beta hauptsächlich darum gehen, dass wir die Early Game Experience testen und gucken, ob sich das für die Spieler gut anfühlt. Ähm, Also ob wir schnell genug XP bekommen, ob wir schnell genug an die Helden kommen, die wir für bestimmte Szenarien brauchen. Wir werden die Kampagne durchspielen können im Normalmodus. Im Adventure-Modus haben sie absichtlich die Lore-Teile rausgenommen und uns jetzt erstmal nur die Battles gegeben, weil sie uns natürlich nicht zu viel von dieser Freude des ersten Durchspielens nehmen wollen, wenn wir das jetzt in der Beta testen. Es soll erstmal explizit um die Mechaniken gehen, ob die Spaß machen, ob die funktionieren, ob irgendetwas komplett imbalanced ist. Damit wir die Helden komplett aufleveln und ausrüsten können, haben wir natürlich alle Ascension Dungeons, ein Waffen-Dungeon und 2 Equipment-Dungeons. Ascension, das ist, wenn wir mal hier auf die Godforge-Seite gehen und da mal bei einem Helden, hier oben kommt ihr auf die Helden, und dann mal ganz runter scrollen, dann haben wir ja hier die ganzen Fähigkeiten und ganz unten stehen noch Ascension-Bonusse und Awakening-Bonusse. Ascension, da geht es darum, dass man einen Helden, der jetzt zum Beispiel auf 4, 5 Sterne irgendwas hochgelevelt wurde, diese normalerweise gelben Sterne könnt ihr durch Ascension lila machen und dadurch einiges an Stat-Bonussen dazu bekommen. Das wird schon, glaube ich, sehr wichtig. Awakening-Bonusse ist wahrscheinlich am Anfang nicht ganz so wichtig. Das bekommt man, indem man Duplikate des Helden quasi in diesen Helden hineinfüttert. Das kennt ihr wahrscheinlich auch aus anderen Spielen. Das ist zwar sehr mächtig, aber da kommt man wahrscheinlich jetzt noch nicht so schnell zu. Und in der Beta, glaube ich, ist das auch unrealistisch, dass wir von irgendwelchen Legendaries da irgendwie 5 Kopien ziehen. Dann haben wir noch, dann wollte ich euch noch diese Seite von Raven Pyros zeigen. Der hat eine Community-Seite gebaut, auf der auch sehr viel Information sehr gut verlinkt ist. Und gerade so, was jetzt die Waffen hier, Weapons und Armor Sets, die Rüstungen, die verschiedenen Ausrüstungssets angeht, ist das schon mal eine sehr gute Quelle, wo man sich diese anschauen kann. Zum Beispiel hier die verschiedenen Ausrüstungssets. Wir werden 2/3 davon in der ersten Beta testen können. Es gibt insgesamt 3 Equipment Dungeons und 2 davon werden wir testen können. Ich bin insbesondere an diesem Schrein-Set interessiert. Ich glaube, das wird gerade für Heiler und so wie ich denke, vielleicht sogar für den Tank ein sehr gutes Set sein. Aber schaut euch die mal in Ruhe an. Gerade wenn ich später Hero Guides mache oder so, dann gehe ich nochmal genauer drauf ein, welche Sets auf welchen Helden tatsächlich Sinn machen. Unter Weapons können wir uns hier auch verschiedene Waffen anschauen, die auch über einen Dungeon erfarmt werden können. Die können auch quasi ascended werden, indem man weitere Kopien dieser Waffe in die eine hineinfüttert, um den Effekt zu stärken. Das kann man auf dieser Seite hier oben über diesen Rank einstellen.
Rank 1 ist quasi, wenn man die in einfach nur eins davon hat. Dann gibt diese Athen-Waffe hier zum Beispiel nur 10% mehr Damage von Debuffs. Und wenn man da jetzt weitere Kopien reinfüttert, kann das komplett bis 70% extra Schaden hochgelevelt werden. Man merkt schon, man wird in diesen Weapon Dungeons wahrscheinlich schon auch viel Zeit verbringen, weil diese Waffen schon sehr mächtig sein können. Auch die Epic-Waffen, die wahrscheinlich wesentlich einfacher zu bekommen sind unter Umständen richtig stark. Zum Beispiel hier so ein Galatine auf einem Tank, wo er sich um 11% seines HPs heilen kann, jedes Mal, wenn er irgendwie einen Buff auf einen Ally schmeißt. Oder auch Grail, 44% extra Heilung für den Heiler. Das wird schon echt interessant zu sehen, was man damit schon mal machen kann in der Beta. Was explizit nicht in der ersten Beta sein soll, ist PvP und Tower. Was ihr hier seht, ist so der aktuelle Stand gerade von so einem Arena Battle. Aber das heben sie sich jetzt für die zweite Beta auf. Was auch eigentlich ganz Sinn macht. Ne? Also wir werden in der ersten Beta wahrscheinlich einige Helden finden, die noch komplett OP sind oder die zu schwach sind. Und es macht schon Sinn, dass man zuerst nach der ersten Beta das Balancing fixt und dass wir dann in einen ausführlichen PvP-Test gehen, um nochmal richtig zu schauen, ob da alles passt. Die Accounts sollen, soweit der Plan zumindest, zwischen den beiden Betas auch nicht zurückgesetzt werden. Das heißt, wir können die zweite Beta dann mit dem Stand unseres Beta 1 Accounts fortsetzen. Das sollte wahrscheinlich hoffentlich nicht passieren, so wie wir das hier gerade sehen. Da ist Simon von seiner Frau ganz schön zerstört worden. Es wird also in der ersten Beta viel darum gehen, einfach das Early Game zu testen, Teams zusammenzustellen, mit dem ihr dann gegen die ersten Bosse kämpfen könnt. Einfach zu gucken, ob sich die ersten paar Wochen im Spiel gut anfühlen, ob sich das Kampfsystem gut anfühlt, ob die Balance passt zwischen der Speed und Faith und wie man so einen Helden gut baut, wie man ein Team gut baut. Ja, diese Bilder von den Bossen übrigens sind noch aus der Alpha-Phase. Weiß, dass mittlerweile einige Sachen richtig krass überarbeitet wurden. Also ich bin gespannt, wie die jetzt in der Beta aussehen werden. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie die Early Progression sich anfühlt. Ich hoffe, ihr kommt mit auf diese Reise und wir analysieren das in aller Ruhe, wenn das losgeht. Bis zum nächsten Video. Ciao.